Nein. So. Damit einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Den letzten Video von Vampyr, schätze ich mal. Zumindest ist es ziemlich nah dran, habe ich das Gefühl. Wir werden jetzt uns auf den Weg machen für den Lord, der sich entpuppte als ziemlicher Heuchler. Der Lord der Vampire, der wurde anscheinend von einer minderen Sippe des Vampirs infiziert und ist ein Vampir geworden, aber er kann nur Skulls sein eigen nennen. Oder gesagt, er kann nur Skulls verwandeln und deswegen sind wir mächtiger als er. Und er will, dass wir den mächtigsten Mann oder den reichsten Mann auf diesem Dawson, wie auch immer, der den Club unterstützt, der Mensch, sollen wir in einen Vampir verwandeln. Und unser Wife hat herausgefunden, dass er, der Graf oder Lord, ziemlich schwach ist und deswegen sollen wir ihn jetzt nicht verwandeln, sondern am besten umbringen. Und genau das habe ich jetzt auch vor. Weil der Dawson wollte schon immer ein Tyrann sein oder ein ewiger, lebender Tyrann. Und genau das werden wir ihm geben. Den Tod, den er verdient. Den Tod. Den Tod, den er schon lange verdient. Ich weiß nicht, warum ich loote. Es ist einfach nur Gewohnheit und es macht Spaß. Nun denn. Temple Garden. Wo ist denn der gute Herr? I cannot enter. I should find another way to get into the neighborhood. Einen anderen Weg? Okay. Wenn es da nicht funktioniert, müssten wir anscheinend, jetzt mal entweder hier wieder rum. Yep. Das werden wir auch machen. Hoffentlich hängt sich nicht das Spiel beim letzten Mal auf. Was haben wir hier? Okay, aber. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Ach so. Intriguing. Ja, schon. Aber brauchen wir jetzt leider nicht. Wir müssen jetzt gerade auslaufen und dann abbiegen. Okay. Wir müssen durch den Park, schätze ich mal, oder weiter geradeaus. Oder ich würde ja nicht durch den Park. Wir könnten auch durch den Park gehen. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen sollten. Und das werden wir auch tun. Ach, gute Dame, was tue ich denn hier? Das ist keine Nachbarschaft für einen solche schmutzige Vampire, wie sie es sind. Um hier zu sein zu dürfen, gehört es Klasse. Und die haben sie nicht. Einen Suicide Bomber gibt es genug auf der Welt. Und ein Vampir ist das nichts Besonderes. Und Vampire denken, sie könnten etwas. Äußerst bedauerlich. Äußerst bedauerlich. Wir werden noch einen grundlegenden Zweck für uns bilden. Skulls. Was für ein Zweck? Das müssen wir noch herausfinden. Oder zumindest einen finden. Vielleicht werden sie die Unterwelt für uns beherrschen, die wir ab und zu einem Besuch abstatten werden. Oder sie werden Morde für uns begehen. Oh. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Er stirbt. Wie ein braves Hündchen. Ah. Sieh an. Ab in die Kanalisation.
Ab in die Kanalisation, da wo wir hingehören. Da wo das meiste Übel Unterstadt. Die Schutzmaskerl sind auch eine andere Bezeichnung für Gule. Weil das sind ja Leichtfresser. Na denn. Hoffen wir mal, dass es damit auch der Stream beendet wird. Also was heißt Stream, sondern das Ruckeln und das Haken. Das ist so bei Temples Church. Gemütlich. Sperrt. Überaus ödes doch jetzt. Kein Feind weit und breit. Eine Kiste mit unbedeutendem Loot, wie ich es dachte. Nicht, dass ich weiß, was passiert, aber was für Loot kann uns denn jetzt noch Freude bereiten? Hm? Gar keine. Da ist die Leiche. Wie wir genau dahin kommen, was war das denn? Voll geil, aber mal. Ja, unnötig, aber witzig. Sicher? Naja, der ist stärker, gefällt mir. Dennoch, keine Herausforderung für uns. War er noch nicht. Und wird es auch nie sein. Denn wir sind gefühlt wahrscheinlich der direkte Nachkomme von Dracula. Was eine schöne Vorstellung wäre. Der Herr der Finsternis. Der die meisten Kinder der Nacht erfunden hat. Oder erschaffen. Louise's father was determined to find and save her. Okay. Ich will die Tür auch aufschließen, damit wir später mal vielleicht was, naja, Abkürzung benutzen können. Da müssen wir nix. Dennoch frage ich mich, was dieser Weg beherbergt. Gar nichts. Ich will eine kleine Truhe, die unnötigen Loot hat. Enttäuschend. Äußerst enttäuschend. So. Nun denn. Was haben wir denn hier? Ebenso nichts. Hier könnte man sich theoretisch ein schönes Mobiliar einrichten, wenn man es gut ausbaut. Kann man so einiges machen. Ich weiß gar nicht, was man hier machen muss. Vielleicht sollte ich erstmal nachgucken, bevor ich irgendwas verändere. Und die Tür muss ich ran. Okay, also muss dafür das alles hochgemacht werden. Ich verstehe. Nee. Andere Richtung. Das wird noch nicht ausreichen, oder? Nee.
Das ist ausreichend. Schön, Schillinge. Oder dieser Geld, das wir ja auch nicht gebrauchen, weil wir generell viel Geld haben. Was ist denn jetzt schon wieder? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ihr seid ein bisschen nervig. Ihr könnt nichts, was mich überraschen würde oder erfreuen würde. Wird alle niederer Natur. Nichts, was mich wirklich beanspruchen und mich belanglos aufhalten sollte. Was gibt es denn hier? Ich muss nach oben. Wie darum kommen, das ist eine andere Frage. Ich schätze mal, die Lösung liegt in der Tiefe. Das, ja genau, jetzt können wir hinunter und nachgucken, was es hier so ist. Was so interessant ist. Ah, okay, ich verstehe. Dadurch wird ein Flur oder eine Art Tunnel freigelegt, der normalerweise überschwemmt wäre. Interessant. Und eine gute Durchführung. Können wir nicht daran drehen, schade. Ich würde generell mal am Draht drehen, so wie ich es öfters beim Spielen tue. Yummy. I have this first Kommt aufgefüllt. blood. Sehr schön. Jetzt mal oben, oder? Was ist denn hier? Vampyr oder nicht? Ich will niemals eine Frau, okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ich gucke mal nach draußen. Gar nicht mal so verlockend. Eine gewöhnliche Axt. Aber eine nicht sehr schöne, wenn ich es mir so erlauben darf. Es gibt ja schönere, die man deutlich besser benutzen könnte, um mal den Schädel zu spalten oder gewisse Körperteile abzutrennen, die einen gewissen Geschmack bilden. London vampires are so weak. Kannst du dich nicht auch teleportieren? Dann wird dieser Schutzschild anhalten. Okay, du willst nicht anders. Ich komme zu dir runter. Du trinkst von mir? Was erlaubst du dir? Was für eine bodenlose Frechheit manche Menschen doch sind. Das erfüllt mich nicht mit Freude. Deshalb werde ich eine andere Taktik, eine andere Waffe hinzufügen, die vielleicht ein bisschen besser ist. Die Pistole. Aber gleichzeitig will ich mir auch ein bisschen Leben abziehen, denn ich will mich heilen. So, du wirst leiden und ich werde mich frönen deines Blutes. Habe ich jetzt. Hören Sie auf zu schreien, Sie gehen mir auf die Nerven. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father.
So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. Ja, und wir haben nichts mit dem Tod zu tun. Nein, auf gar keinen Fall. Our doctor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse. Oder vielleicht haben sie noch His einen notes Team. describing where he might find you. Schade, wir haben für You uns. should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Nein, das werden sie nicht weiter brauchen, denn jetzt gebe ich ihnen ein Geschenk. Das Geschenk der Ruhe und des ewigen Friedens, voller Qual und Horror in der Hölle. Oder Zwischenwelt, je nachdem, wie sie es sehen wollen. My father always said, even those few who offer help always want something in return. And he was right. Ja, ziemlich kognitiv. Ja. Wer kennt es nicht? Das Geräusch von einer Axt oder einem Schwert. Der Körper eines Menschen schlägt das Geräusch von zerbrechenden Knochen und durchschneidendem Fleisch. Das kennst du ja am besten, ne? Ich genieße das Geräusch. Es ist ein so beglückendes und doch sehr erregendes Geräusch. Um mal von meiner reinen Psychopathenseite zu reden. Ah, so ein Ding ist es. Ich rede halt meistens so. Also was heißt meist? Wenn ich mal meine Psychopathenseite raushalte, dann ist es wirklich ziemlich krass. Ah, Ah ja. ich werde deine Kinder verbrennen. Nein. Man sollte sie misshandeln und dann vielleicht Stück für Stück auseinanderschneiden und dann Und in vielleicht Säure aussetzen im und dann Dark Web verkaufen. theoretisch heilen lassen Im Dark und Web. dann nee, verstümmeln, foltern und dann töten. Langsam. Während die Mutter zusteht. Was? Das ist Was für, fies. was für langsam. Mal so, mal so. Nee. Wenn man wirklich brutal und grausam sein muss, dann muss man es langsam ansehen und doch die Familie, dass sie es damit ansehen nebenbei. Das ist wahre Grausamkeit. Nein. Oder Leute heilen und sie retten lassen und dann pumpen sich die Retter als, naja, als Plot-Twist. Mhm. Oder, weißt du, das Schlimmste ist, wenn er jemanden gefangen hält und den Deutscher hören lässt. Der was? Wenn jemanden gefangen hast und ihn dann Deutscher hören lässt. Ja, genau. Haben Sie eine Lizenz dafür? Nein. Nehmen Sie Drogen? Ja. Interessant. Schließen wir nochmal die Tür auf und saugen den Rest den Leuten das Blut aus den Adern. I'm gonna suck your cock. I'm gonna suck your blood. I'm gonna suck your dick, blood. Blood. I'm gonna suck your... Bin baden. So. Keine Ahnung, ich sag einfach nur manchmal so. So, jetzt tue ich erstmal gar nichts, obwohl das so klang, als würde ich was tun. So, Leute, Forza ist fertig Fertig geladen. geladen, ja. Starte mal eine Runde. Bin laden. Guten Tag, der Herr. Jonathan Reed, Was wollen Sie? Ich will einen last Penis. we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. Sein Name ist You are the Usher. leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything.
They've told me of your unquenchable thirst for blood. Be wary, Ekon. I've heard such a rich diet can be bad for the heart. Natürlich hat er so für uns zum Aussaugen. Wie bedauerlich. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often... So, you see... Oh, I Warte can mal. tell you many... Goodbye, sir. I rarely want... Warte mal. Wir müssen finden den Personen. Ah, fuck. Ja, also können wir glaube, wir kriegen erst eine Stufe der Bandstufe, wenn wir das gefunden haben, und dann können wir irgendeinen aussaugen. Good evening, Jonathan Reed. Can I help you in any way? Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, Inderes. of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Empress, Und denn? Also, aha. Ah ja. Ah ja, okay. Also so. Ah ja. Aha. Mhm. Okay. Aha. So. Ah ja. Okay. So ein Dingstes. Natürlich. Okay. Ja. Mhm. Ja. Okay. So. Kritischer Hase. Na dann. Klitoris, was? 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 Was soll ich? Was ist denn? Was? Was? Wait, what the? What the flick are you saying? Sorry. Ich streame, Kollege. Immer noch. Ja, und dann. Ja. Er wollte Nick sagen. Der Name Nick an sich. Ich hab sogar eine Klasse, heißt immer Nick. Hm. Nick Damor. Mhm. Damn Daniel. Damn, Daniel. Sprich weiter. Ja, wir haben alle unsere guten Ressourcen verkauft. Okay. Damn. Anje. Daniel. Die geile so. Damn, Dan. Yeah. 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 Boah, Alter, ich bin wieder im Keller. Papa, nicht in den Keller. Papa, nicht in die Keller. Nicht schon wieder. Oh. Das ist erfreulich. So viele gestorben. Das ist sehr geil. Während ich diese Zeit beschreibe, hat das Herz uns aufgehört zu schlagen. Heute um
Heute Morgen um 3 Uhr haben Gesellschafter unter Hinweis auf die Dringlichkeit der Tage tausende Einwohner evakuiert. Diebe und Sonderlinge im Fieber waren überflutet unsere Straßen. Unsere Männer waren zu wenige. Die bösartigen oder wie auch immer. Bla bla bla, fliehen alle. Ja, okay, ist einfach nur eine Tragödie. Einfach alles geschrieben. Und passiert. Und die ist gestorben? Wie? Wir haben sie noch nicht mal. Wir hätten nicht schlafen dürfen. Das können wir jetzt kaum noch umkehren. Was soll's? Na dann ist halt. Könnten wir leider Lady Ashborough ihre Tochter nicht persönlich aus der Hand reißen oder aus dem Leben reißen. Äußerst bedauerlich. Was? 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 Ja. Gut, wollen wir erstmal direkt wieder zurückgehen, weil das interessiert uns nicht, was hier ist. Wir wollen sich zum Dawson. Zum Daniel. Damn. Daniel. Damn Dan. Dan. Bim bum bam. Das ist das Anwesen, in das wir rein müssen. In der Tat. Dann wollen wir ihn mal seines guten Blutes berauben. Und ihn nicht zum Vampir machen. Da sind wir dabei. Das ist prima. For Halloween. Don't come to my house or else I'll suck your dick. I'll suck your blood. Das meinten wir mit dem Meme allgemein. Dawson's Mansion. Sehr gutes Meme. Ein sehr gay Meme. Quelle des Lebens. Vollbelad, Trennfunkbefehlen. But the question remains. Am I ready to make a diamond progeny? Nein, wir werden hier durch nicht machen. Wir werden ihn umbringen. Ich werde deine Kinder verbrennen. Aber dann können wir auch durch ihn umbringen, ist die Frage. Okay, gut. Aber wer hat gefragt? Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for Dann können wir uns gleich entscheiden, ob wir ihn fangen If oder you nicht. must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
I'm the only vampire in the room for now, so please indulge me. All right, all right. What is it you wish to ask? I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Ja. Sehr menschlich verhalten, aber ziemlich rational denken. Finde ich gut. You really plan to build a quarantine wall across London? Das ist halt vernünftig, aber it will be tall and strong, separating wenn the man wheat dann from nicht sicher the ist, immer für mein neues Imperium. By doing so, you will also create 2 separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate Junge. the rich? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the kommen so right viele, side ne? of the wall, that... But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. What the fuck? Moment. Oh. Aussaugen, natürlich. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Perfect. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority?
hast du dir selber gegeben. Das Zeichen, die Zeichen stehen auf unserem Tod. Jedenfalls fehlgeschlagen, mir doch scheißegal. Hm. Mhm. Fünf, perfekt. Dann wollen wir mal unsere Herrschaft vollenden und ausbauen. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? I could not let such a dangerous man become immortal. Not from my blood, not for you. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You Sicher? are forbidden to ever appear in front of us again. Sicher? Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Nein! Have fun with your puppets and shadow plays, Lord. Nein! Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit Was of a für ein woman I Bullshit, saw hört ihr waiting jetzt for hier you, and sofort? be gone. Das Schwert für dich retten. Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Ich könnte ihn instant umbringen. Er ist ein höheres One-Level, aber ich könnte ihn umbringen. What you bring to my door? Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that... Was jetzt geil wäre, wenn jetzt theoretisch Lady Ashborough sterben würde, wodurch wir natürlich zum absoluten Rachebeste werden und dann halt alles und jeden umbringen würden, der ein Vampir ist. Und ich habe auch überlegt, theoretisch jetzt von der Theorie her, wie das funktionieren würde. Erstmal muss man sich seine eigene Herrschaft aufbauen. Und das vielleicht über mehrere oder über ungefähr ein Jahrhundert, theoretisch. Dann sollte man in der Zeit viele Freunde kennengelernt haben. Und mit diesen Freunden, wenn sie kurz vor ihrem Tod sind, verwandelt man sie in seine in seine Begleiter. Moment, ich bin gleich wieder da. Moment.
Verzeiht mir, meine lieben Freunde des Vampirismus, aber ich muss ein Vampirismus-Gespräch führen. Nein, natürlich nicht. Aber naja, ich meine Idee quasi vom Vampir quasi, man wird von einem starken Vampir gemacht, man sammelt erstmal Erfahrung und man baut sich langsam sein Reich auf, lernt natürlich Freunde kennen und mit diesen Freunden wird man am Ende des Tages, wenn sie kurz vorm Sterben sind, wird man sie auch zu Vampiren machen, sodass sie dich schon kennen, wenn Freunde sind und deine untergebensten Diener, sodass sie dich auch respektieren und respektieren gelernt haben. Alte Bridget, was tun Sie denn hier? We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Oh nein. What are you doing? Wir haben den reichsten Mensch in London umgebracht und die Rache, oder besser gesagt, naja, ich will jetzt nicht... Ich wollte eigentlich selber der Herrscher werden, aber irgendwie will er jetzt diesen Lord, der nur Skulls machen kann und keine Vampire nicht umbringen, sondern einfach nur verschwinden und abhauen. Was für ein Bullshit. Was für eine feige Sau, ey. Ich hätte wahrscheinlich alle sämtliche Vampire an seine Stelle umgebracht. Wenn er schon so kaltblütig mit Menschen und Vampiren ist, hätte ich jeden einzelnen umgebracht und mein Imperium aufgebaut. Und das heißt nicht, dass ich jeden Menschen umbringe, wenn mir ganz legal theoretisch Blut besorgen würde. Über legale Wege. Ich bin Doktor, also könnte ich das machen. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers, just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Ich habe wahrscheinlich nicht so viele Probleme damit. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. Interessant, ich bin interessiert. Sie wäre eine gute Beratung. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten.
I simply told the story of the sewer skulls and of so many other forgotten children. Ich hätte ehrlich gesagt diesen Lord Redgrave herausgefordert, mich umzubringen, weil erstens, wir wissen, oder man sagt, ich weiß, dass du nur ein normaler Skull-Vampir bist und nichts kannst. Und zwar über das Wissen überfixt, aber über keine Macht. Und ich bin der Streiter meines Gebieters oder meines Herrn und du wirst unter meiner Hand sterben. Oder ausgesaugt. Und all dein Wissen werde ich übernehmen. So was in die Richtung. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Natürlich das. Es geht nicht anders. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Diese kleine Romanze soll natürlich fortgesetzt werden. Hätte ich ihren Sohn umgebracht, hätte ich gesagt, wir müssen uns, oder ihre Tochter umgebracht, hätte ich gesagt, wir müssen uns unterhalten. Oder so in die Richtung. Romanze ist fehl am Platz, wenn der Psychopath übernimmt. Generell ist Romanze in meinem Herzen meistens nicht so viel Platz. Aber der Psychopath meistens im Leben steht und sehr wenig Emotionen zu pflegen steht. Oder generell, ich pflege es, weniger Emotionen zu haben und mehr mich auf Arbeit und Freundschaft oder Beziehungen zu fokussieren. Nur weil man eine psychopathische Seite hat, muss heißt nicht, dass man dadurch Menschen verletzt oder sie misshandelt oder manipuliert. Das braucht es erst, wenn man sie halt wirklich ausnutzt. Und so weit werde ich es nicht kommen lassen. Oder so weit werde ich es nicht zulassen. Und dann retten wir unseren alten Freund. Wenn wir ihn zum Vampir machen könnten, würde ich es machen. Weil würden wir ihn als Mensch behalten und dann das Imperium Tisch aufbauen, würde er jetzt gegen unsere Prinzipien oder würde was gegen unsere Prinzipien haben. Und das dagegen hätte ich aber was. Dementsprechend würde ich irgendwann zum Vampir machen. Wir werden sehr viel erreichen miteinander. Oder füreinander tun und sehr, sehr glorreich werden. Und das werden wir. Wir werden sehr glorreich. Sie lernen einfach nicht dazu. Und sie lernen nicht, dass der schwarze Tod ist, der Tod sie verfolgt und sie einholt. Müssen die jetzt eigentlich gelernt haben durch ihre Skull-Freunde, die sie da haben. Ach. Nein, das sehe ich anders. Kraft dahinter. Nun gut, irgendwie entkoppelt sich immer das Headset oder das Mikrofon. Oder auch nicht. Aber es scheint, als sollte ich vielleicht mein Mikrofon ein bisschen näher an den Mund halten, damit man mehr von mir verstehen kann, weil anscheinend Halt ist mehr, als dass man mich verstehen kann. Trauerspiel. Langsam fühle ich mich hier viel am Platz. Ein Lord wie ich sollte eine Persönlichkeit wie ich sollte sich nicht mit solchen kleinen Dingen aufhalten.
Das kann ich genauso. Ein LKW? What is this truck? Are the vampire hunters here already? Ah, wir werden ihn schon befreien. Und sollte es unser Leben kosten. Er hat sich von Anfang an um uns gesorgt. Those bastards. What have they done to Edgar? McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Ah, der Dachboden, dachte ich mir. Dass so was passieren würde. Dass der Dachboden irgendwann aufgeschossen wird und man hier ist. Ein Fahrstuhl? Interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir noch einen Fahrstuhl leben würden. Wenn auch in einer Video- oder einer Art Sequenz, die wir nicht wirklich sehen dürfen. Wollen wir einmal. Ein Keller? Oder ein Dachboden? Ich schätze eher ein Dachboden. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. Und was macht es ihnen? Ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Ernsthaft? Show some style. Find a command. Endlich mal ein Fight, wo ich was zu tun habe. The blood of a true defender of this land will protect me. Your poisonous bite is useless. Ach, meinen Sie wirklich? Sehe ich anders. Sehe ich ganz anders. Wir haben keine Chance. Das Kriegsbeil ist begraben. We are the guardian of justice.
Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Ja. Ha. I'll make you a vampire. I'll make you one of us. No! Yes. Kill me! Prepare yourself, Hunter. You're about to be hunted, just like me. No! No! When I kissed my partner goodbye, I had no idea what I was doing. But now I do. Consider this my kiss of Judas. Das ist ziemlich gut gemacht. Der Kiss des Judas, oder Kuss des Judas, ist eine ziemlich alte Geschichte und sie kam entweder aus dem Alten Testament oder aus einer älteren vergangenen Schrift. Der erste Vampir soll demnach Judas gewesen sein. Der Verräter von Jesus. Und das ist äußerst interessant, weil dadurch fließen sehr viele Fakten, also zumindest sehr viele Verschwörungstheorien ineinander und beschreiben so viel Verschiedenes. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und selbst wenn es Vampire und Werwölfe gegeben haben soll, sind die längst ausgerottet worden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Vampire zum Beispiel existieren. Klar, wäre schon interessant, wäre zum Beispiel Putin ein Vampir, aber würde ich eher nicht sagen. Nee, theoretisch existieren Vampire, aber ich glaube eher nicht daran. Wir sind dafür viel zu fortgeschritten. Und selbst wenn, haben die meisten Menschen oder die Regierungen und die Eltern uns mit Filmen und Geschichten uns ziemlich dazu überredet, das als Fantasie abzutun. Und Leute, die daran glauben, die kommen in Kliniken, weil Schizophrenie-Verdacht. Ziemlich verrückt, ne? Aber ich finde die Geschichte, der Kuss des Judas, das kam öfters, zumindest nicht im Alten Testament, glaube ich zumindest, aber in Zusammenhängen quasi. Quasi von den allerersten Vampirfilmen, allerersten Vampirbüchern oder Beschriebenen eines Vampirs. Der Kuss des Judas, das sollen wirklich quasi Nachfahren oder quasi wirklich, das soll ein 3x sein quasi, ein Kuss des Judas, die quasi diese 3 Verrat oder generell die 30 Münzen, die er bekommen hat als Verrat. Ich bin mir nicht sicher. Es ist ziemlich krass und ziemlich kompliziert, aber ich mag es. Retter Edgars. Der Edgar Swansea. Dass wir auch nicht kein bisschen den Vampir umgebracht haben, das wundert mich sehr. Sie lebt noch und sie ist vollkommen gesund. Das ist doch eine erfreuliche Nachricht. Wo ist sie denn? Das würde mich viel mehr interessieren. Warte mal. Erst einmal wollen wir hier hoch, weil ich glaube, ich habe sie gesehen. Ich bin mir nicht sicher, wo sie war. War irgendwo da, in die Richtung. Wo genau, weiß ich jetzt nicht. Entweder draußen. Da ist immer noch zu. Frau Doktor, wir bräuchten mal ganz kurz Ihre Unterstützung.
In Blutform, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ihr Blut wird uns als Nahrung und als Errettung für Dr. Swansea dienen. Seien Sie versichert, Sie haben einen guten Nutzen und einen umso besseren, naja, ein besseres Schicksal verdient. Nicht nur als Mensch sterben, sondern auch als Diener und als dementsprechend größere. Warum kann ich sie nicht hier aussaugen? Ich meine, hier ist keiner drumherum, der uns sehen kann. Wir sind die Einzigen, die noch existieren in diesem Krankenhaus. Ich kam, es war voll belebt, voller Alten und Kranken und guten Doktoren, die ihnen helfen wollten. Und dann kam ich und habe jeden einzelnen Blut ausgesaugt, wurde zum sehr mächtigen Vampir. Und damit wird es auch nicht beendet. Meine Schreckensherrschaft wird weitergehen, obwohl es nicht schrecklich sein wird, sondern eher im Schatten. Wahrscheinlich. Letztes Opfer aus diesem Krankenhaus. Dr. Swansea wird nicht reinkommen. Er wird ein treu Verbündeter bleiben. Snake, I had proved my value. I could have done so much more. Das stimmt, hätten sie. Aber in dieser Geschichte sind wir ein kaltblütiger Mörder und Idealist. Nicht Idealist, sondern ein arroganter Vampir, der an sich selbst denkt und an seine eigene Macht. Und an nichts anderes. Beim nächsten Mal werden wir auf ganz schwierig spielen und demnach auch sehr viele Dummheiten begehen, aber wir werden sehr viele Dinge nicht richtig machen. Theoretisch, aber wir werden Leute verschonen. Weil es gibt verschiedene Enden und ich möchte die verschiedenen Enden auf jeden Fall spielen. Ein Traum. Wahrscheinlich gehen wir gerade einen riesigen Umweg, aber naja, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss. Na gut, wir gehen gerade wirklich einen Umweg. Ach, scheiße. Ach, come on, Alter. Gibt's doch nicht, dass wir jetzt wirklich einen kompletten Umweg gehen und wir den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Super. Habe jetzt ein bisschen alles vorgestellt, aber gut. Man kann nicht mal alles richtig machen, nicht wahr? Und dann. Gut, also wir müssen dann einfach, oh Gott, wir müssen einmal außen rumgehen. Na super. Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört. Sie haben keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen. Gar keine. Er kniete am Ende des Tages im Dreck, genau wie die meisten. Ich bitte Sie. Erbärmlich. Die könnten alles von Nützen sein, aber ich bezweifle es. Sie werden einen Nutzen im Tod haben. Und nicht im Leben.
Sie starben schreiend. Ach wirklich, ich bezahle dafür. Nicht, dass ich wüsste. Wir schlachten uns den Weg frei zu Dr. Swansea, um ihn zu retten oder zu verwandeln oder zu verschonen und um zu unseren unumstößlichen Freund zu machen. Oder zu unserem Feind. Was ich bezweifle. Und wenn es so sein soll, um ihn soll es nicht sein. Wir sollen uns, wenn unser Feind ist, sollen wir ihn nicht überzeugen und verwandeln. Und damit, wenn er einmal mit uns verwandt ist, wird er nicht durch eine Verwandlung auf unserer Seite sein, da wird er gegen uns kämpfen. Und darauf können wir verzichten. Wie aus Hörspielen wir kennen, meistens ist es halt so, dass sie dann halt uns aufbegehren und unterstürzen, weil wir zu unüberlegt und zu arrogant wurden. Dementsprechend soll es so nicht sein und wir werden ihn aussaugen. Herzlos und unbarmherzig und dennoch ein Feind weniger. Aber darauf wird es hoffentlich nicht hinauslaufen. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Wie quickend der Fall doch war. Lecker, lecker, lecker. Und dein Schaden soll es nicht sein. Ich bitte dich. Das ist doch nicht nötig. Dein Tod ist dennoch nötig. Und damit hast du uns schon sehr gedient. Ich danke dir. Und denn, wie kommen wir am besten in den Keller? Gibt es hier irgendwo außer dem Zugang It's locked, all right. einen anderen Weg in den Keller? Das Einzige, was ich sehe, sind Türen, also Dinge, die nach oben führen, aber nicht nach unten. Das hilft uns nicht weiter. Over there! There's one of them! Wo könnte man denn in den Keller oder wie kommt man? Sammle Informationen, aber wie genau? Es gibt keine Blutspuren, kein Untersuchungsmittel. This is Nichts. despicable. Okay, gibt es da wirklich keinen Zugang. Da muss er wirklich weiter unten liegen, aber wo genau? Fragte ich dennoch.
Und der Weg führt auf die Bühne. Ein Loch gibt es hier nicht. Ein Weg, der müsste sich noch eröffnen, aber das ist der hier. Es ist verschlossen, aber wie kommen wir denn ansonsten dahin? Die Frage eröffnet sich mir. Dr. Swansea ist da unten, aber wie wir da rankommen, weiß ich nicht. Informationen. Ah. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Ah, okay, ich hab mich schon sehr gewundert. Ich dachte schon, ich müsste jetzt nachforschen. Aber anscheinend befinde ich mich auf dem richtigen Weg. Der Retter in blutiger Gestalt kommt, um sie zu retten. Oder der Tod, der Retter in Form des Todes kommt, und ihnen ihr Schicksal zu bringen, wie auch immer es aussehen soll. Am Ende entscheiden sie es. Sie haben die Verfügung darüber. Könnt ihr mir vielleicht eine coolere Waffe aussuchen? I cannot enter. Von anderen sind verschlossen, aber also, ich sehe schon. Ich sehe. Das macht Spaß. You leeches, Ja, es ist eine gewisse Befriedigung. Ich hätte aber vielleicht die Waffe nehmen sollten als Standteil. Die ist jetzt nicht weiter schlimm. You leeches need killing. Erfrischend. Einfach nur erfrischend. Dann wollen wir doch einmal den guten Herrn Doktor einen Besuch abstatten. Guten Tag. Oder auch nicht. It's locked, all right. Es ist verschlossen. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Ich schätze, das macht ihn immun gegen gegen Vampyr theoretisch. Can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding. Sehr schön. An accurate diagnosis, Dann, you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? You sure that was the wisest course of action? Natürlich nicht. Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar.
What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Es kommt mir so vor, als hätte er theoretisch wirklich erzählen können. Es wäre so die Wirklichkeit evil This is where that Doctor. hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. Dass man sich anguckt, ist auch schon ein Indiz, dass er nicht wirklich schafft, uns anzugucken dabei. Sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's.
While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Ja, das Spiel hat auf jeden Fall sehr viele verschiedene, weil man kann sich auch entscheiden, gar keine zu bringen. Dann gibt es die Konversation gar nicht so. Sterben lassen, sie haben es verdient, verwandeln. Auch was aber, ich lasse sie nie sterben, aussagen. Ich kann ihren Tod beschleunigen. Es gibt 3 verschiedene Enden, schätze ich mal. Oder mehrere. Boah, das linke ist ziemlich eigensichtig und nicht mal. Uns bringt es mal, das untere bringt uns auch nicht so viel, außer EP. Ich nehme das obere. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. Boah, ich liebe diese epische Stimmung, die ist genial. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Der Sterben des Sporns. Hinweis fehlgeschlagen. Hinweis fehlgeschlagen, perfekt. Ja, ist nicht mal schlimm. Befreie? Spiele Ashborough, okay. Barry wie auch mal. Es ist eine reine nicht profitable, sondern eine. Ich versuche einfach nur mein erstes Spielerlebnis auszuziehen. Und ich werde das Spiel doch mal des Öfteren spielen. Das Spiel ist sehr genial. Aber da ist der PS5. Das Spiel ist genial, man kann es nicht einfach nur einmal spielen und dann nicht mehr spielen lassen. Wir werden es dennoch des Öfteren spielen. Ich will nur unseren wahren Schöpfer mal kennenlernen. Das wäre sehr erfreulich. Naja, aber bis es dahin soweit ist. Wer weiß. Vielleicht geht die Geschichte ja noch länger weiter, was äußerst bedauerlich wäre. Denn ich wäre heute gerne damit fertig gewesen. Spiele spätestens bis es wieder mit ausgeht. So, gleichzeitig muss ich ganz kurz was nachgucken. Boah, Alter, das ist hell. Ich habe ganz vergessen, dass ich so einen Handbildschirm habe.
So, ich wundere ganz kurz, ich muss ganz kurz nur gucken. Denn wenn ich morgen nach Hause fahre und den Speicher betrage, oder generell die Spiele, muss ich gucken, ob im Systemspeicher irgendwas abgespeichert ist oder ob ich meinen erweiterten externen Speicher einfach nicht vielleicht hinten anschließen kann an meine Controller und dann Anwendungen. Nur, ja gut, das ist alles sehr schön. Und das Beste daran ist, Leute, mit der PS5 können wir auch Videos wieder schneiden. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Erbärmlich. Pathetic. Nun dann, my lady. Wir haben jetzt schon ziemlich viel zum Vampir gemacht, außer unserem geschätzten, lebenreichen Mann, der sich an die Spitze von eingesetzt hat, aber das lassen wir. Den dürfen wir gar nicht zum Vampir machen dürfen. Feindlich. Mal sehen. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth. Are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait! No!
Elizabeth! War nicht mal. Aber okay, das ist ja was so eine keinen Sinn. Wie auch immer. Das schöne Bild, der hat sich auf einmal aufgelöst, okay. Sammle Zutaten. Okay, gut, dass wir alle Zutaten verkauft haben, perfekt. It's locked. It's locked. Na, sorry. Wir werden noch einen Endboss-Fight haben gegen Lord Redgrave. Wir kommen zwar über vor. Wir werden Lord Redgrave besuchen und einen, naja. Besuchst du ja nicht Lady Ashborough, wie auch immer, Elizabeth Ashbury. Es ist eine traurige Geschichte. Sie muss wahrscheinlich von Kummer und Leid zerfressen sein, alte Wunden müssen aufgeplatzt sein und sie muss Angst haben, uns zu verlieren und naja. Jonathan zu verlieren, uns nicht. Wir existieren gar nicht. Wir haben nur die Entscheidung getroffen. Ich habe jetzt aus einer Persönlichkeit gehandelt, die einen größenwahnsinnigen Vampyr entspricht, theoretisch. Oder einen gewissen Dracula, der auch versucht, über die Zeit zu überdauern. So, Verzeihung wegen des Geräusches, aber ich musste jetzt wieder aufsetzen. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. You! Get back in the grave! I'll send you there. Sicher. Das glaube ich ungern, aber naja. Zur Hölle, naja. Auf der wandeln wir, auf der Hölle. Der Himmel. Auf der wandeln wir auch. Je nachdem, wie wir die Erde gestalten, kann sie Himmel und Hölle zugleich sein. War der Bildschirm immerhin herzlich aufgegangen. Du wagst es, von meinem Blut zu trinken, dafür wirst du das Blut werde ich dir abziehen. Mit deinem eigenen. Keiner wagt es. Keiner wagt es, mich anzufassen. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Nicht nur ein bisschen. Vieles. Vieles entwehrt. Ich bitte dich, gebe mir dein Blut. Es wird auch nur einen kleinen Moment dauern. Du wirst mal ein guter Genuss sein. Oh, sicher. Dann müssen wir wohl die Hintertür benutzen. Aber er hat mich Sir genannt. Dadurch will ich ihn zumindest
zuletzt austrinken, insofern es mir möglich ist. Ich bräuchte dein Blut. Die werden mächtig. Gefällt mir nicht. Dennoch wird es nicht ausreichen. Ich werde die Plage auslöschen. Und die Plage? Naja, die Katastrophe wohl eher. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Moment. So, musst du nur kurz Mike schreiben. Ich habe ja gesagt. Der. Ein ordentlicher Fight, das freut mich. Dein Blut werde ich genießen. Fünf? Nur 5? Sicher. So, Verzeihung. Mike hat mir nur Sticker geschickt, also muss ich mit seiner Art oder mit seinen Stickern zurückantworten. Leicht gefährlich. Leicht verstörend. Aber naja. Und dann. Des Grafen letzte Stunde hat geschlagen. Wir werden uns jetzt erst unten. Ist jemand oben, an dem wir uns vielleicht auch bedienen können? Nein? Niemand. Okay. Milord, Ihre Zeit ist gekommen. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. All is already lost. The city verges on collapse. The epidemic has spread so widely. Disgusting skulls are everywhere. The epidemic could be stemmed if I destroy the original carrier.
England can be saved, but only with Marshall's blood. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Einen wunderschönen guten Abend, Benjamin. Hallihallo auch dir. Da war irgendwas. Warte mal. Ach, stimmt ja. Genau. Ach, scheiße. ich wusste, dass ich irgendwas noch bisschen haben. Der Kanal, den ich erstellt habe. Sagen wir so, Benjamin. Der ASMR-Kanal wird in Betrieb genommen ab morgen oder übermorgen. Versprochen. Sagen wir so. Ich habe ihn zwar erstellt, den Kanal Alpha ASMR. Warte mal, ich kann dir theoretisch sogar den Kanal verlinken. Momentchen, Poppenchen. Alpha ASMR, perfekt. So. Kann ich irgendwo den Link kopieren? Warte. Geht ganz schnell. So. Ist ein bisschen schwierig über die normale Type, da kann man halt leider nicht sehr viel machen. Konto wechseln, Alpha ASMR, perfekt. Konto gehen, mein Kanal, bla bla bla. Passt so. Und jetzt kann ich dir... Die Schnelligkeit ist unglaublich. Ja, sorry, ich hab's halt wieder komplett gemacht. Ich hab echt wirklich Schwierigkeiten, Sachen zu merken. Tut mir leid. Wirklich. So. Wir müssen... was passiert? Wir sollten für den Lord Redgrave quasi den reichsten Mensch dieser Stadt zum Vampir machen, aber er hat seinen Einkopf, wollte alles hier quasi einmauern lassen, bla bla bla, also haben wir ihn getötet. Am Ende des Tages aber auch Lord Redgrave hat sich als niederer Vampir entdeckt, oder ist ein niederer Vampir. Abo wurde getätigt, das freut mich, danke dir. Auf jeden Fall ist hier Lord Redgrave gerade kein richtiger Vampir, sondern einfach nur so eine Art, zwar Vampir, aber er kann Leute nur zu Skulls machen. Vampire nur zu Skulls, nur Menschen zu Skulls machen. Zu keinen richtigen Vampiren. Deswegen sollten wir diesen anderen Typen, zu einem Vampir machen, was wir nicht getan haben. Weil wir halt an unsere eigene Herrschaft gedacht ist. Und die wahre Epidemie hat unser guter Freund Dr. Swansea ausgelöst. Er hat das Blut von unserer Lady Ashborough genutzt, das er ab und zu abgezweigt hat, und hat versucht, damit die Epidemie quasi, oder besagt die spanische Grippe aufzuhalten. Und dadurch hat er mit Harriet Jones den ersten Skull erschafft, und die Skulls haben sich dann ausgebreitet. Haben sich dann über die ganze Stadt ausgebreitet. Und dann haben wir Harriet Jones, also die Tochter, umgebracht. Jetzt leckt das Spiel natürlich. Perfekt. Ich werde jetzt gleich einen neuen Stream machen, und damit werde ich alles weiter erklären.
Aber das Stream ist erstmal an dieser Stelle beendet. Bis gleich, haut rein. Ciao, ciao.